Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Wie jedes Jahr möchte ich trotz meiner mal wieder langen Abwesenheit gerne einen Rückblick auf mein Jahr als Michael Jackson Sammler wagen und habe gleich für euch wieder einige Dinge mitgebracht, die ich euch zeige in verschiedenen Kategorien. Los geht's! Ja, das mache ich ja schon seit einigen Jahren, dass ich mal auf mein Jahr als Michael Jackson Sammler zurückblicke. Und dieses Jahr habe ich wirklich sehr wenig gekauft. Also ich glaube, so wenig wie noch nie, seit ich angefangen habe zu sammeln. Und das ist auch ein bisschen der Grund, beziehungsweise geht es damit Hand in Hand, dass ich so abwesend war dieses Jahr. Ich habe einfach mich diesem Jahr ein paar anderen Dingen gewidmet und nicht so viele Michael Jackson Sachen gekauft. Kurz habe ich darüber nachgedacht, deswegen euch dieses Jahr mal alles zu zeigen, was ich gekauft habe in diesem Jahresrückblick. Aber dafür wäre es, glaube ich, doch ein bisschen zu wenig gewesen, beziehungsweise wären, glaube ich, auch einfach zu wenige wirklich interessante Sachen dabei gewesen. Deswegen machen wir es wie immer und wir legen los mit der Kategorie der teuersten Dinge, die ich dieses Jahr gekauft habe. So, ich würde sagen, wir gehen mal von Platz 3 hin zu Platz 1. Und auf Platz 3 ist diese kleine, unscheinbare Musikkassette. Ich nehme die mal hier aus der Folie raus. Genau, halt sie noch mal ein bisschen näher dran, damit ihr sie noch besser sehen könnt. Das ist eine Kassette aus Malaysia. Und zwar, ihr kennt doch diese Boxen, diese Tour-Souvenir-Boxen, wo so verschiedene CDs drin sind mit einer Auswahl von Michaels Songs von den verschiedenen Alben. Und die gab es auch auf Kassette. Und eine habe ich euch auch schon mal gezeigt, nämlich die indonesische. Und jetzt habe ich noch die aus Malaysia dieses Jahr gekauft. Die finde ich auch nochmal besonders schön. Die hat auch nochmal so ein einzigartiges Cover, was auf den anderen Releases, die ich habe, nicht drauf ist. Die ist auch nochmal deutlich schwieriger zu finden als die aus Indonesien. Und für die habe ich 55 € ausgegeben. Für eine Kassette zwar viel, aber für so eine seltene Kassette, die man wirklich nicht einfach bekommt, eigentlich ein ziemlich guter Preis. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich da diese Auktion gewonnen habe. Auf Platz 2 ist die Master Sound Vinyl-Version von dem Off the Wall-Album aus Japan. Da habe ich euch schon vor Jahren mal die Version von Thriller gezeigt. Und die ist tatsächlich auch sehr, sehr cool und sehr, sehr schön. Und da gibt es aber auch noch eine von Off the Wall, die ich jetzt neu bekommen habe. Und es gibt auch noch eine von dem Victory-Album der Jacksons, die ich nicht habe, aber die ich jetzt auch nicht suche, weil ich ja nicht so der Jacksons-Sammler bin. Aber die wollte ich schon seit Jahren immer haben und habe mich sehr gefreut, die dieses Jahr zu bekommen. Für einen, lasst mich nicht lügen, Preis von 69 € inklusive Versand. Was ein sehr guter Preis ist, dafür, dass die halt erstmal sonst viel teurer ist. Und zweitens hier auch alle Dinge mit drin sind, die manchmal auch fehlen. Also hier sind noch so Hefte drin und so ein Begleitheft, so ein Werbeheft, wo die anderen Dinge aus dieser Serie zu sehen sind und man die bestellen konnte und noch verschiedene andere Dinge. Und das ist, da habe ich mich auch sehr gefreut, das dieses Jahr bekommen zu haben für einen hohen, aber finde ich sehr gerechtfertigten Preis von 69 €. Und auf Platz 1 ist hier diese Version des Dangerous Albums, die dieses Jahr erschienen ist, nämlich diese Original Master Recording Version von Dangerous. Die ist hier noch in der originalen Folie drin. Ich nehme sie vielleicht irgendwann tatsächlich doch nochmal raus und höre das auch. Bisher habe ich da nicht so den Drang verspürt. Die ist auch nummeriert. Ich meine, ist die Nummer 1640. Kann ich euch leider nicht sagen, wie viele es davon insgesamt gibt. Aber das ist das Dangerous Album auf besonderem Vinyl mit besserer Tonqualität. Jedenfalls ein ziemlich hoher Preis und eigentlich finde ich auch ein zu hoher Preis für sowas. Vor allem, weil das halt nicht hier in dieser Fassung auch ist, wo das nochmal irgendwie hochwertiger ist, sondern das ist schon irgendwie, was Nettes, aber eigentlich 75 € ein bisschen viel. Trotzdem der Vollständigkeit halber und weil ja sonst nichts Neues von Michael erscheint, habe ich das dann eben dieses Jahr gekauft. Und die CD-Version übrigens auch, die es aber ansonsten nicht hier in einer der Kategorien dieses Videos schafft. Kommen wir also jetzt wie jedes Jahr im Kontrast dazu zu den Dingen, die am günstigsten waren.
Und das sind, wie eigentlich jedes Jahr, hauptsächlich Dinge, die in irgendeinem Konvolut waren. Weil das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Dann gab es irgendein Konvolut, wo mich irgendwie 1, 2 Sachen mehr interessiert haben aus dem Konvolut. Und dann hat man das gekauft. Und dann gibt es halt aber immer noch Sachen, die man noch nicht hatte, wo man jetzt nicht die gekauft hätte, wenn die einzeln verfügbar gewesen wären, aber wo man die im Gesamtpaket dann eben dafür sehr günstig kriegt. Sind dann meistens so 1 bis 2 Euro pro Artikel, wenn man die Gesamtzahl des Pakets inklusive Versand durch die Anzahl der Dinge teilt, die drin sind. Und da war dieses Jahr für mich diese japanische 7 Zoll Single von den Jacksons State of Shock mit Mick Jagger dabei. Das ist tatsächlich auch eine ganz coole Sache. Ich mag ja auch japanische Dinge. Hier ist immer so ein Zettel, einfach nur, keine richtige Hülle, wie man das aus zum Beispiel europäischen Single-Releases kennt, mit einer originalen Innenhülle. Und die Single habe ich dann immer noch in einer extra Innenhülle, damit die Originale schön bleibt und keine Ringwear bekommt. Und hier ist auf der A-Seite, wer hätte es gedacht, State of Shock von den Jacksons featuring Mick Jagger und Your Ways von dem Triumph-Album auf der B-Seite. Ist jetzt auf jeden Fall jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt ja fantastisch, dass ich das bekommen habe. Wie gesagt, die Jacksons interessieren mich nicht so sehr, aber so für 1, 2 Euro ein sehr, sehr nettes Objekt. Genauso wie dieses Heft, das ist auch aus einem Konvolut gewesen, vielleicht auch aus demselben, das weiß ich nicht mehr so genau. Ein Tour-Heft, steht auch auf Deutsch drauf, also auch in Deutschland erschienen. Die aktuelle Dokumentation über den erfolgreichsten Rockstar unserer Zeit, sein Leben, seine privaten Geheimnisse, seinen Siegeszug durch Europa. Hier geht es also vor allem um die Bad Tour, wurde also wohl auch zur Zeit der Bad Tour oder kurz danach veröffentlicht, mit einem Poster auch in der Mitte und verschiedenen Berichten auch rund um Michael. Ich zeige euch hier mal so ausgewählte Doppelseiten, mal kurz. Genau. Ist also ein wirklich sehr nettes Heft aus den 80ern, schön Vintage, aber hätte ich mir jetzt auch nicht gekauft, wenn das nicht in dem Konvolut dabei gewesen wäre. Und jetzt habe ich aber auch noch eine Sache, die habe ich tatsächlich auch für genau 1 Euro gekauft, und zwar in einem Second-Hand-Laden. Und das ist die Kuschelrock 10 CD. Da, so, kennt ihr mit Sicherheit, ne? Das ist so vor allem in den 90ern, die CDs von 96, so Compilations gewesen, so 2 CD-Packs, wo dann halt verschiedene seichte Musik dann drauf ist. Und hier ist drauf I Just Can't Stop Loving You von Michael Jackson und aber auch noch Anything von 3T. Also noch ein weiterer Jackson-Song hier drauf. Es sind aber auch noch andere interessante Songs drauf. Rocket Man von Elton John ist hier drauf. Hier sind auch noch Künstler vertreten wie Take That, Cat Stevens, Whitney Houston und die Backstreet Boys. Wobei ich natürlich auch Bonnie Tyler, Michael Bolton und Simon & Garfunkel nicht verschweigen möchte. Das ist halt sowas, was ich mir jetzt auch niemals im Internet bestellt hätte. Aber wenn man halt in einem Second-Hand-Laden ist, das kostet 1 Euro und da ist dann ein Song von Michael drauf. Ich mach das immer gerne. Ich nehme immer gerne dann sowas mit. So viel zu meinen günstigsten Sachen. Kommen wir als nächstes zur Kategorie der Gelegenheitskäufe. Damit meine ich Dinge, die eigentlich nicht so im Fokus meiner Sammlung lagen, die ich dann aber genommen habe, einfach weil sie irgendwie selten waren oder aber mal aufgeploppt sind und ich dann irgendwie für relativ günstig die Auktion gewonnen habe oder einfach, weil es irgendwie günstig war und ich Lust hatte, was zu kaufen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich insgesamt wenig Sachen gekauft habe von Michael dieses Jahr, dann ist es für diese Kategorie insbesondere wenig, weil ich mich dann doch eher auf Sachen fokussiert habe, die ich schon länger mal haben wollte. Trotzdem hier jetzt die Top 3 meiner Gelegenheitskäufe. Und hier haben wir zum Beispiel sowas. Michael Jackson The Experience, noch eingeschweißt als Xbox-Spiel. Und das hat irgendwie, ja, wie viel hat es gekostet? 3, 4 Euro hat das gekostet, inklusive Versand. Und das habe ich dann gesehen und gedacht, ja gut, kann man mal kaufen, ist eine ganz nette Sache. Obwohl ich eigentlich nicht die verschiedenen Versionen des Michael Jackson The Experience Spiels sammeln würde. Dann habe ich noch ein bisschen teureres, nämlich diese philippinische Video-CD von dem Moonwalker-Film. Hier vorne steht auch drauf, das ist eine 2009er Nachpressung. Und erstmal habe ich die vorher
in genau dieser Pressung noch nie gesehen. Es gibt eine andere philippinische Video-CD, die ich kannte, aber die hier ist leicht anders. Das ist ja auch diese Nachpressung. Die habe ich dann auch auf Discogs gelistet und da habe ich 33 Euro für ausgegeben, was für so eine exotische, besondere Pressung, die ich vor allem auch noch nie vorher gesehen hatte, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ist. Auf jeden Fall ein klassischer Gelegenheitskauf. Hätte ich nicht gekauft, wenn es das irgendwie ganz regulär auf Discogs geben würde für ein paar Euro. Und das letzte ist die ebenfalls philippinische Pressung des History-Albums auf Kassette. Das ist auch eine sehr, sehr nette Geschichte. Die habe ich für 20 Euro auch nur gekauft. Und ja, so Pressung aus exotischen Ländern mag ich immer ganz gerne. Und wenn sowas günstig verfügbar ist, dann kaufe ich es auch immer gerne. Auch wenn kein Fokus meiner Sammlung auf verschiedenen Pressungen des History-Albums auf Kassette liegt. Sonst hatte ich ja immer noch eine Kategorie mit Dingen, die ich neu entdeckt habe, die ich vorher gar nicht kannte. Da würde das hier zwar reinzählen, aber darüber hinaus habe ich eigentlich nichts, was ich gekauft habe, was ich ganz neu entdeckt hätte. Deswegen überspringe ich diese Kategorie dieses Jahr mal. Und wir fahren fort mit der letzten Kategorie für heute, nämlich der Kategorie mit den Dingen, die ich endlich gefunden habe. Ja, manchmal ist es so, dass man Dinge jahrelang sucht, dass man die gerne hätte und irgendwann mal sieht und dann nie wieder oder immer nur für einen viel zu teuren Preis. Und, muss ich nochmal kurz raussuchen, das hatte ich ja gerade schon einmal gesagt, hatte ich dieses Jahr auf jeden Fall mit dieser Pressung des Off-the-Wall-Albums. Die habe ich dieses Jahr endlich gefunden und für einen guten Preis sogar. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Eine weitere Sache, die ich dieses Jahr endlich gefunden habe, ist diese Promo-Blu-ray von Sony. Ich sammle ja die verschiedenen Versionen von This Is It und ihr seht schon vorne hier, wo mein Finger gerade drüber ist, hier auf dieser Promo-Blu-ray ist unter anderem der This Is It Trailer zu sehen. Und die habe ich einmal gesehen, diese Demo-Blu-ray, und dann nie wieder. Und dann hatte ich auch einen Suchfilter bei eBay und dieses Jahr ploppte die plötzlich da auf. Die muss auch ziemlich selten sein. Und die habe ich dann für ein paar Euro, ich habe es mir notiert, 15 Euro habe ich die ersteigert, was ich auch einen mega fairen Preis finde für sowas. Und die erweitert jetzt meine This Is It-Sammlung wunderbar. Und ich freue mich sehr, dass ich die nach Jahren des Suchens endlich gefunden habe. Und das letzte Stück aus diesem Video und insbesondere auch aus dieser Kategorie ist dieses hier, nämlich das Songbook von dem Victory-Album der Jacksons. Es ist ja so, dass ich ja Songbooks sammle. Ja, also Songbooks, ich definiere das nochmal kurz für euch. Das sind Notenbücher, wo in der Regel Noten für Klavier und Gesang vorhanden sind und aber auch ja, so Griffbretter für Gitarrenakkorde. Und da gibt es von den meisten Michael Jackson-Alben offizielle Bücher. Und von den Jacksons gibt es meines Wissens nur dieses von Victory. Und das ist tatsächlich auch damals in den 80ern nur in den USA erschienen. Und das ist etwas, was jetzt nicht wahnsinnig selten ist, was aber tatsächlich relativ selten in Deutschland oder Europa angeboten wird. Und wenn man das in den USA findet, dann summiert sich das halt, ne, mit hohen Versandkosten und Zoll. Und dieses Jahr habe ich es aber für 32 Euro inklusive Versand gefunden. Ihr seht hier, der Einband ist schon ein bisschen mitgenommen, was aber bei einem Buch aus den 80ern völlig in Ordnung ist. Innen drin ist aber alles völlig in Ordnung. Da kann man alles wunderbar lesen und sind keine Bleistiftmarkierungen oder sowas drin. Und da freue ich mich sehr, dass das meine Songbook-Sammlung nun erweitert. Ich glaube, mein zweites Video auf diesem YouTube-Kanal war über Songbooks. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich nochmal ein Video machen soll zu Songbooks. Denn die sind immer noch ein Sammlerfeld, was ich sehr interessant finde und wo inzwischen auch noch einige dazugekommen sind in meiner Sammlung seit meinem Video von vor 8 Jahren oder so. Und ansonsten könnten wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft wagen. Und letztes Jahr, ich habe mein Jahresrückblicksvideo aus dem letzten Jahr nochmal gesehen. Und da habe ich gesagt, ja, nächstes Jahr kommt ja das Biopic, da gibt es schon einige Begleitreleases. Und ja, das kam dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr kommt es jetzt ziemlich sicher. Es gibt inzwischen Trailer und alles, also das scheint in trockenen Tüchern zu sein. Und ich warte weiterhin drauf, dass dann da auch Begleitreleases kommen.
DVD- und Blu-ray-Releases des Films und ein Soundtrack-Album und dort eventuell auch noch Bonustracks. Man darf die Hoffnung nie aufgeben, auch wenn sie relativ klein ist, weil der Michael Jackson Estate, was das betrifft, ja uns nicht gerade sehr üppig mit solchen Dingen bedenkt. Aber trotzdem freue ich mich auf nächstes Jahr und wer weiß, vielleicht mache ich ja auch wieder häufiger Videos. Ich habe auf jeden Fall noch ein Video für entweder dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres geplant. Könnt ihr euch darauf freuen. Und ich habe tatsächlich überlegt, auch nochmal anderen Content hier auf diesem Kanal zu machen. Also der Grund, warum ich so wenig Videos, beziehungsweise das ist das einzige Video dieses Jahr bislang gemacht habe, ist, dass ich ja nicht so viel sammle aktuell. Und deswegen würde mich sehr interessieren, ob ihr euch vielleicht vorstellen könnt, dass ich auch nochmal andere Inhalte auf diesem Kanal hochlade. Also wo ich dann über Michael vielleicht rede, aber nicht nur über Sammlerstücke. Schreibt ja gerne auch mal Ideen in die Kommentare, was ihr gern von mir sehen würdet. Eine Idee habe ich schon und auch da plane ich demnächst mal ein Video hochzuladen, um mal zu schauen, wie das so bei euch ankommt. Aber ihr könnt euch gerne auch Dinge wünschen, weil ich eigentlich gerne wieder mehr hochladen würde. Nur eben, ja, weil ich nicht so viele Dinge kaufe, jetzt nicht ständig Unboxing-Videos hochladen kann. Danke auf jeden Fall, dass ihr dieses Video gesehen habt. Zumindest ein Video habe ich ja dieses Jahr jetzt noch hochgeladen. Und ich freue mich sehr über euer Feedback in den Kommentaren, eure Sammler- und generell Michael-Highlights aus diesem Jahr. Und gebt meinem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.